Hallo, ich spreche Hi. hier mit Alice von der Young Caritas Wien und wir haben uns gedacht, es wäre doch mal spannend nachzufragen, wie in den unterschiedlichen europäischen Ländern denn die Corona-Situation erlebt wird. Und ich habe 10 Fragen an Alice. Frage Bin Nummer ich schon 1. gespannt. Ja, genau. Frage Nummer 1. Wie sieht es bei dir aus? Bist du schon noch im Homeoffice oder bist du schon wieder im Büro? Wie arbeitest du gerade? Ich bin im Homeoffice. Das ist jetzt die 8. Woche im Homeoffice. Und wir wissen nicht viel. Wir wissen nur, dass es wahrscheinlich noch länger dauern soll. Die Regierung bittet die Menschen in Österreich, so lange im Homeoffice zu bleiben wie möglich, wo sich mir die Frage aufdrängt, ob sie das bis zur Pension meinen. Wie möglich. Ja, aber derweil bin ich im Homeoffice. Und mittlerweile habe ich einen mini kleinen Schreibtisch mir hergerichtet, einen unbequemen, aber doch Holzsessel und ich sitze im Kinderzimmer meiner Tochter. Sehr schön. Ja, was war denn für dich die größte Herausforderung so die letzten Wochen? Für dich und vielleicht auch für die Young Caritas? Ähm, boah. Ich teile es auf, okay? Also zuerst für mich persönlich war eine der größten Herausforderungen, dass meine Tochter eben seit 8 Wochen nicht im Kindergarten ist. Die ist 4,5 Jahre und Homeoffice und 4,5-jähriges Kind zu koordinieren und arbeitenden Mann. Es war durchaus eine Herausforderung. Und diese Umstellung, sehr herausfordernd war auch die Kommunikation mit meiner Tochter, weil die natürlich auch im Kindergarten schon mitbekommen hat, dass es diesen Virus gibt und ja, wie gefährlich das ist und was man beachten muss. Und sie hört es halt ständig und es löst halt Ängste aus. Und damit umzugehen, das war auch herausfordernd. Und meine Eltern wohnen, wie viele Kilometer sind es? 500 Kilometer entfernt. Und die so lange nicht zu sehen und meinem nicht sehr technikaffinen Vater über Telefon beizubringen, wie man WhatsApp nutzt und Videotelefoniert, das war sehr herausfordernd. Mhm. Und auch die Kommunikation, vor allem mit meinem Vater, ihm klar zu machen, dass das ernst ist und ja, dass er sehr betroffen wäre. Also das ist mal das Private sozusagen und Freunde nicht zu treffen natürlich. Irgendwann mag man nicht mehr telefonieren und auch nicht mehr über Zoom oder WhatsApp oder ist wurscht, was auch immer. Das war schon heftig. Beruflich auch die Umstellung auf Homeoffice. Wir waren zum Glück mit meiner Kollegin sehr früh dran und haben mit dem gesamten Team alle Projekte, Aufgaben der nächsten Monate mal vorbesprochen und überlegt, was muss abgesagt werden, was verschoben werden, was geändert werden. Das war am Anfang heftig. Auch das ständige in Zoom-Meetings sein ist beruflich ist anstrengend. Durchaus, also mindestens so anstrengend wie persönliche Treffen, wenn nicht anstrengender, finde ich. Ähm, und wir haben für Young Caritas alle unsere Angebote umgebaut Mhm. und Corona-proof gestaltet. Was nicht, soll ich das näher erklären oder kommen da noch Fragen dazu, muss man sagen. Ich frage mal weiter und wenn nicht, machen wir noch Frag eine mal Frage weiter. dazu. Genau. Mhm. Was war denn deine schönste Erfahrung in der Zeit? Mm, War mehreres. Die, vor allem zu Beginn, die riesengroße Hilfsbereitschaft von Menschen untereinander. Dieses Zusammenhalten, wir gehen wieder Beispiel für meine Eltern einkaufen oder am Anfang, wo die meisten Geschäfte noch geschlossen waren, wo bekommt man was her, wie kann man was anders machen. So dieser Zusammenhalt, das zu spüren, war schön. Auch sehr schön das Hinausgehen, mal aus der Wohnung rausgehen, irgendwo hinfahren, wo kein Mensch ist Mhm. und ein bisschen im Wald spazieren gehen. Das war auch sehr schön. Ja. Und genau,
noch etwas, nämlich dienstlich sozusagen, zu sehen, wie gut es uns gelungen ist, als Team mit diesen Herausforderungen umzugehen und alles neu zu gestalten und auch zu sehen, welche bis dato nicht gehobenen Schätze an Kompetenzen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Beispiel eine Mitarbeiterin, die Franziska, die hat Filme für uns gemacht, für unsere Aktionen mit Duplo-Figuren, so Stop-Motion heißt das, glaube ich, und hat super Filme für uns gemacht. Also das zu entdecken, was da alles, was man vorher noch nicht gesehen hat, das war schön. Sehr cool. Gibt es was, bei so Herausforderungen ist ja immer was, wo man sagt, hat Sache gut gemeistert oder auch nicht so. Gibt es was, wo du sagst, da hätte ich echt drauf verzichten können? Also das hätte ich jetzt nicht gebraucht in der Situation noch dazu. Ich denke bei euch sofort immer an die Politik natürlich in Österreich, aber ja, was hätte ich nicht gebraucht? Das ist jetzt auch wieder mehr persönlich. Die Polizei in vor allem Wien, glaube ich, hat teilweise extrem über die Stränge geschlagen, hat Regelungen und Gesetze exekutiert, die es eigentlich so nicht gibt, hat Menschen gestraft dafür, dass sie auf einer Parkbank sitzen und jemand geht zu nahe vorbei, 500 Euro. Mutter ist mit ihrem Kind allein auf der Wiese und spielt Ball. Mutter mit eigenem Kind alleine auf einer Wiese, 650 Euro, solche Dinge. Ja, also das war massive Polizeipräsenz. Teilweise ist der Hubschrauber über Wien geflogen, stundenlang. Und man sich gedacht, okay, so ist jetzt Krieg oder was ist jetzt? Was wollen Sie mit diesem Hubschrauber? Den Virus suchen oder verstehe nicht? Ja, ernst. Also das hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte es auch nicht gebraucht, dass jetzt so schnell, und man hat halt das Gefühl, es geht sehr nach den Bedürfnissen der Wirtschaft, dass sie so schnell wieder aufsperren und dass sie zunächst einmal Baumärkte und McDonalds aufsperren. Also ernsthaft, ja. Hätten sie von mir aus auch noch länger zulassen können. Ja, und das hat so ein bisschen, das am Anfang war so, und wir helfen zusammen und von der Politik nämlich. Und das hat sich jetzt, also jetzt kommt schon so ein bisschen die neoliberale, sehr wirtschaftsfreundliche Einstellung unserer Regierung ans Licht, sage ich mal, und das wird immer stärker. Das sind so Dinge, die ich nicht gebraucht hätte. was würdest du denn sagen, wie verändert sich die Gesellschaft? Also wenn wir jetzt mit Corona fertig sind, was wird anders sein als vorher? Das ist ja immer so Hoffnung oder Befürchtung. Ja. Naja, je nach Tagesverfassung, ob ich optimistischer bin oder pessimistischer. Die pessimistische Variante ist, die Krise wird irgendwann vorbei sein und wir werden weiter tun wie bisher. Und viele, also das gibt es jetzt schon Studien dazu, dass die Kluft zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergeht. Das heißt, viele, die vorher arm waren, werden noch ärmer. Viele, die in Mittelschicht waren, rutschen weiter ab. Und wenige Reiche werden noch reicher. Das ist die pessimistische Sicht. Ich hoffe nicht, dass es eintritt. Die optimistische Sicht, die Menschen haben Zeit nachzudenken über so Dinge wie, muss sie jedes Wochenende um 40 Euro nach, keine Ahnung, Barcelona oder Rom fliegen? Ist es erforderlich? Über Netzwerke, die Zivilgesellschaft, Zusammenhalt der Zivilgesellschaft. Das wäre die Hoffnung, dass da was Positives übrig bleibt. Ja, so die Erinnerung, okay, wir haben gemeinsam diese Krise durchgestanden, wir haben gemeinsam geholfen und so weiter. Es wäre schön. Und schön, das wäre die absolute Traumvariante, wäre natürlich, wenn es zu einem Umdenken kommt, was unser
manische Fixierung, ich weiß nicht, wie ich es anders bezeichnen soll, auf Wachstum, Wirtschaftswachstum meine ich natürlich, wenn wir da ein bisschen drüber nachdenken, ob das wirklich so ist und vielleicht doch noch einmal über bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken und vielleicht doch noch mal über auch zum Beispiel die Auslagerung von Produktionen weit, weit weg, wo Arbeitskräfte sehr billig sind. Ist es wirklich so gut, darüber noch einmal nachzudenken? Wäre es vielleicht sinnvoll, manches doch lokal zu halten? Das wäre schön. Also wenn es dazu am Umdenken kommen würde, könnte, das wäre ein Traum. Wo steckt in der jetzigen Situation die Chance für Young Caritas drin? Für Young Caritas. Also das eine, was ich durchaus positiv sehe für Young Caritas ist, wir haben einen massiven Digitalisierungsschub machen müssen. Beispiel, und das ist aber gut, weil das können wir später weiterverwenden. Beispiel, wir bieten Workshops in Schulen an zu sozialen Themen und die sind jetzt Webinare. Also die machen wir jetzt digital. Sowas. Das bleibt. Und das zweite habe ich vergessen. Kannst du die Frage noch einmal sagen? Chance für Young Caritas. Wo steckt die Chance für Young Caritas drin? Genau, Chance für Young Caritas, danke. Das zweite ist, was ich vorher schon beschrieben habe, dieses Zusammenhalten der Zivilgesellschaft, die Jungen gehen für die Älteren einkaufen, um ein banales Beispiel zu nennen. Ja, Zivilgesellschaft, Zusammenhalt, füreinander Dasein, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das ist das, was wir immer versuchen zu stärken und Leuten Lust drauf zu machen, sich zu engagieren, sich einzusetzen. Und da sehe ich schon eine Chance, dass wieder mehr, also wir haben sehr viele junge Menschen, die sich jetzt erstmalig engagieren und das erste Mal spüren, was für ein schönes Gefühl das ist, wenn man jemandem helfen kann und was für Freude das macht. Und ja, Dinge, die man über Gefühle lernt, also die man mal ausprobiert hat und als gut und schön befunden hat, die wird man hoffentlich wieder tun, auch wenn die Krise vorbei ist. Also das sehe ich so als Chance für Young Caritas. Digitalisierung und Solidarisierung, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, Sozialisierung Richtung Zivilgesellschaft. Ja. Cool. Ja, im Moment gerade haben wir ja schon immer sowas, es ist ein historischer Moment. Was glaubst du denn, was werden wir uns in 5 Jahren noch erzählen, was denn 2020 so besonders war? Was ist der Schwank oder den wir quasi noch in vielen, vielen Jahren, das ist ja dann immer so am Kaminfeuer, was wird man noch erzählen 2020? Ist dann auch. Schwer zu sagen jetzt aus jetziger Sicht, aber ich denke zum Beispiel, dass mir in Erinnerung bleiben wird, wie unfassbar schnell Dinge sich ändern können, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie sich ändern. Beispiel, die Grenzen sind zu, oder Waren sind zu, es fliegen keine Flugzeuge. Also wie schnell das geht, ja. Alle Restaurants sind zu, man kann niemanden auf einem Café treffen. Also wie schnell das gegangen ist, das glaube ich, wird man sich noch erzählen. Dann wird man sich vielleicht erzählen, schöne Dinge, das erste Mal die Eltern wiedersehen oder Freunde wiedersehen. Dann die Erfahrung, dass man über Medien schon viel, also wir sehen uns jetzt, wir sprechen miteinander, wir sehen uns, aber trotzdem, also so richtig den direkten persönlichen Kontakt ersetzt nicht. Es ist eine Ergänzung, ja, also dass vielleicht die Gesellschaft oder wahrscheinlich, zumindest die Arbeitswelt, die Ausbildungswelt, also Schulen, dass man einen massiven Digitalisierungsschub haben. Ich hoffe, dass wir uns in 5 Jahren erinnern und sagen, und damals haben wir für unsere Rechte gekämpft und haben uns nicht alles gefallen lassen,
so von wegen Überwachung und welche neuen Chancen wittern Überwachungsfreaks. Ich hoffe, dass wir dann sagen werden, und das haben wir verhindert. Cool. Ja, die Frage natürlich, was ist das, was du dich am meisten freust, wenn die Corona-Krise vorbei ist? Was machst du, wenn du quasi so das Gefühl hast, so jetzt ist es durch? Was wird dann was sein, wo du sagst, das muss ich jetzt unbedingt machen? Freunde sehen. Wir wollten eigentlich heiraten heuer, also dieses Jahr im Sommer. Das werden wir dann nachholen. Zum Meer fahren. Ja. Zum Meer fahren. Das Meer sehen. Ja, viel Zeit mit Menschen verbringen. Das gehört zu den Dingen. Ja. Eltern sehen, Familie sehen, sowas. Letzte Frage. Für manche von uns war das ja auch die Möglichkeit, was Neues zu erfahren. Hast du vielleicht irgendeinen Tipp für uns? Hast du irgendwas entdeckt? Ein Buch, eine Serie, irgendwas, wo du sagst, Leute, das müsst ihr euch angucken. Das ist nicht für alle so. Ich weiß es, bei Eltern ist es mit dem Zeitgewinn nicht so sehr so wie bei anderen, aber gibt es da irgendwas? Was Lustiges. Also sowas, nein, ich habe keine neue Sprache gelernt. Ich habe auch nicht eine einzige Seite von einem Buch gelesen. Keine neue Serie. Ich habe nicht gelernt zu stricken oder sonst irgendwas. Ich habe auch keine Maske genäht. Nichts dergleichen. Aber aus der Verzweiflung, lustigerweise in Österreich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland oder in anderen Ländern auch so ist, Hefe war ausverkauft die meiste Zeit. Und ich wollte zu Ostern unbedingt so ein traditionelles Osteressen aus meiner Heimat essen, egal, und um das zuzubereiten, also so eine Art Kuchen, mehr oder weniger, braucht man Hefe. Da war ich relativ verzweifelt auf der Suche nach Hefe und ich weiß jetzt, Hefe kann man selber herstellen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich musste es nicht machen, weil ich habe dann doch noch Hefe im Geschäft bekommen, aber das und wie viel man überhaupt selber machen kann, so nur vom Kochen. Das ist meine Erkenntnis, aber sonst nichts Neues. Das ist doch auch spannend. Ja, super. Vielen herzlichen Dank, Alice. Ich fand es mega spannend. Gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du unbedingt erzählen wolltest? Vom Lesewunder wollte ich noch gerne erzählen. Ja, darf ich das noch erzählen? Ja. Ja. Ein Beispiel, wie wir unsere Aktionen umgewandelt haben. Wir haben jedes Jahr das Laufwunder, also ein Benefizlauf mit 8.000 bis 10.000 Kindern. Ist natürlich nicht umsetzbar. Das wäre jetzt im Mai gewesen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir? Und haben das jetzt in ein Lesewunder umgewandelt. Das heißt, die Kinder laufen nicht und sammeln damit Spenden, sondern sie lesen und sammeln damit Spenden. Und da bin ich sehr stolz, wie schnell das gelungen ist, wie toll das Team gearbeitet hat, von neuem Logo, vollkommener neuen Kommunikation, alles neu. Und das haben wir wirklich sehr schnell geschafft. Sehr cool, ja, finde ich auch. Wollte ich noch sagen. Ja, cooles Projekt. Sonst wüsste ich nichts mehr. Sehr gut. Ja, hey, vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Ich fand es mega spannend. Danke dir. Schönen Nachmittag. Ciao. Ciao.